Wir haben mit unserer Familie auch schon telefoniert, mit Freunden telefoniert. Im Moment überrollt uns das Ganze so sehr. Ich hasse sowas, echt. Der LKW macht mir echt Sorgen. Das sind halt so Sachen, die braucht man echt nicht. Hält der LKW das bis dahin durch? Kommen wir an. Wir gehen halt jetzt an unsere finanziellen und vor allem auch gesundheitlichen Reserven. Natürlich haben wir dann auch Zeit gehabt, über viele Dinge nachzudenken. Also ich hätte gleich von Anfang an mitnehmen sollen. Das war so normal, ab dem ersten Tag in Deutschland wieder in einer Wohnung zu leben. Wir haben uns viele Gedanken irgendwie gemacht, aber so richtig können wir das noch nicht so fassen. Wir haben jetzt schon fast wieder 10.000 Kilometer rum, ein bisschen früher sind wir dran, aber jetzt bietet sich halt die Gelegenheit und wir machen jetzt Ölwechsel. Ich habe auch ein anderes Öl diesmal, ich habe statt 15 W40 jetzt 20 W50 genommen. Das tut dem Motor, glaube ich, ganz gut so. Zusätzlich habe ich aus der Community einen Tipp bekommen über das Ceratec von Liqui-Moly. Das soll richtig gut sein für die Motoren. Es gibt auch noch ein anderes Produkt. Sind beide verlinkt im Amazon Shop, falls ihr euch dafür interessiert. Es soll irgendwie Kraftstoff sparen und den Verschleiß reduzieren. Ja, mal gucken. Bin gespannt. Oh, das wird ganz schön spritzen. Also das hier ist allenfalls für den Notfall. Ist natürlich irgendwie schön klein und passt gut irgendwie in die schmale Werkzeugkiste für unterwegs, aber es hat mich ganz schön Kraft gekostet. Es hat funktioniert, aber wenn man Platz hat für besseres Werkzeug, dann ja, kann man sich auch die großen holen, die man damit bedienen kann. Es gibt so Krallen, die man da so dran setzt und dann kann man die schön mit der Knarre, hat man auch mehr Hebel. Gut, aber ich hab's ja jetzt. Also Ölwechsel, wenn ich den Ölwechsel mache, alle 10.000 Kilometer dann auch inklusive Ölfilter, immer. Ich weiß nicht, ob ich mehr fahren würde. Also klar, wenn ich kein vernünftiges Öl fahren, also bekommen würde irgendwo im Ausland, dann würde ich wahrscheinlich zur Not auch überziehen. Aber ja, Ölfilter, da kann man nicht genug von mit haben und die kosten ja auch nicht so viel. Und dann ja, hat man halt eine Kiste, wo man halt so diese Ersatzteile dabei hat. Die haben die oben auf dem Dach, da haben wir Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter, alles halt so drin. Und wenn ich die im Land kriege, dann kaufe ich sie im Land. Aber ich halte mir immer so einen Vorrat von 3 Ölfiltern zum Beispiel. Und das sind so ja, 30.000 Kilometer ungefähr, dieselbe Menge. Dann noch Dieselfilter. Beim Dieselfilter muss man ja auch einrechnen, dass der Diesel auch mal so schmutzig ist, dass man viel früher wechseln muss. Deswegen ein paar mehr da mitnehmen, ist, glaube ich, das schadet, glaube ich, auch nicht. Ja. So, den gieße ich jetzt noch nicht aus, den gieße ich aus, wenn wir die Strumpfhose drüber ziehen. Wie war das nochmal mit der Palmolive-Werbung? Ist gut für die Hände.
Wir sind seit ein paar Tagen an diesem Strand, an dem waren wir letztes Jahr schon gewesen. Nach unserem Werkstattaufenthalt war es uns wichtig, dass wir an einen Ort zurückkehren, den wir schon kennen, wo wir genau wissen, hier fühlen wir uns wohl, hier wissen wir, was uns erwartet, dass wir uns nicht an was Neues wieder gewöhnen müssen. Denn wir brauchten jetzt wirklich Zeit, ein paar Tage für uns, um unsere Gedanken zu sortieren, die Geschehnisse einmal zu verarbeiten. Wir haben mit unserer Familie auch schon telefoniert, mit Freunden telefoniert und auch mit Leuten, die sich mit LKWs auskennen, um jetzt einen Plan zu machen, wie es weitergeht, wie wir mit der Situation umgehen, wie es mit der Reise weitergeht, wie es gefühlt mit allem irgendwie weitergeht. Nikolas wird euch jetzt mal erzählen, was eigentlich vorgefallen ist und was jetzt unsere nächsten Pläne sind. So Leute, wir haben ja gesagt, große Pläne, ab nach Tunesien und Odi mal so richtig schön in der Sandkiste testen. Da haben wir uns so richtig drauf gefreut. Wir wollten auch mit Freunden dort die Zeit gemeinsam verbringen und leider wird daraus nichts. Es ist halt bei uns immer so, es passiert immer irgendwas. Meistens ist dann ja auch hier unser Dicker der Grund dafür. Auch dieses Mal hat sich daran nichts geändert. Wir waren in Argos, ich hatte so ein paar Sachen die auf der Liste, die ich noch so machen wollte, unter anderem noch ein bisschen Feintuning an der Einspritzpumpe und da habe ich dann auch nochmal Ventile eingestellt und wo ich dann den Deckel schon mal offen hatte, kam ich dann ja auch besser an die Einspritzdüsen dran und dann dachte ich so, naja, ich habe mir so ein neues Spielzeug da gekauft, diese Endoskop-Kamera und guckst da mal rein da in die Zylinder. Ich war einfach mal neugierig, wie sieht es eigentlich da so drin aus in dem alten Motor? Hätte ich es mal nicht gemacht. Das ist immer so mit diesem... Manchmal ist es besser, wenn man Dinge nicht weiß. Wir wären jetzt einfach mit diesem Motor, so wie er klingt, so wie er sich fährt, einfach weitergefahren. Es ist eigentlich nichts wirklich auffällig. Gut, jetzt habe ich da reingeguckt und sieht nicht so schön aus. Jetzt habe ich mir von verschiedenen Leuten dann auch so einen Rat geholt, was sie dazu meinen, auch einen Werkstattmeister dazu, der auch sich damit auskennt. Also an dieser Stelle Grüße an Ottmar und Petra. Ja, wir haben verschiedene Meinungen dazu, wie das dann immer so ist. Man hat ein Problem, ihr kennt das vielleicht auch so, wenn ihr euch an ein Forum eben wendet und da vielleicht ein Problem reinschreibt und eine Frage stellt und nach Hilfe fragt, dann kriegt man halt schon diverse Meinungen und die laufen dann komplett auseinander. Also von, fahrt mal nicht länger als nötig bis hin, also eigentlich kommen die alten Motoren gut damit klar. Also solange da nicht eine viel zu tiefe Riefe drin ist, dann könnt ihr halt irgendwie weiterfahren. Naja. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, weil wir es halt einfach so mega geil fanden. Letztes Jahr in der Türkei, das ist das Eldorado der Werkstätten dort. Wir hatten schon immer auch im Hinterkopf gehabt, dass wir einige Dinge machen lassen wollten und wir dachten so, die Türkei, das ist der richtige Ort dafür. Und jetzt haben wir uns überlegt, okay, neues Abenteuer. Gut, Tunesien wird es nicht. In die Türkei wollten wir sowieso wieder fahren. Lassen wir mal in der Türkei den Motor komplett zerlegen. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir das Ganze aufgleisen. Wir haben aber doch einige Kontakte und die werden wir natürlich irgendwie jetzt aktivieren und da mal nachfragen, wie es dann aussieht. Und ja, im Endeffekt geht es jetzt um die Frage, geht das gut? Und ist das eine gute Idee, in der Türkei seinen Motor komplett überholen zu lassen? Und gerade wir Deutschen sind da ja auch so ein bisschen sehr genau unterwegs. Also uns ist es wichtig, also wir sind halt sehr sicher, ich würde sagen sicherheitsbedürftig, so was es das angeht. Ich auch. Und natürlich ist so der Gedanke da, nee, ich möchte es bei einem deutschen Motoreninstandsetzer, die arbeiten ganz genau und da weiß ich, das wird hundertprozentig. Naja, also überall auf der Welt fahren LKWs, überall auf der Welt werden Motoren repariert. In der Türkei, das ist kein dritte Weltland, ne? Die sind ganz vorne mit dabei. Also, und das, was ich da gesehen habe, diese Industriegebiete, das ist eine eigene Werkstattstadt. Ja? Das hat mich so begeistert. Und da haben Yvonne und ich gesagt, wenn irgendwie ein Problem gelöst werden kann, dann da. Also allein schon die Vernetzung der Türken, das ist schon irgendwie für sich ein Phänomen. Und das werden wir ausprobieren.
Also es wird eine spannende Sache. Hält der LKW das bis dahin durch, kommen wir an und kriegen wir das Problem da gelöst. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt hier eine Nacht an so einem, ich würde sagen, Lost Place verbracht. Wir haben den auf Google Maps gefunden. Ja, diese Orte strahlen ja schon so ein bisschen so was Unheimliches aus. Ne? So, wir haben so über Jahre geschlafen. Eigentlich war es ruhig. Wir haben die ganze Nacht irgendwie so einen Kauz gehört, der irgendwie irgendwo in einem Baum saß. Und eigentlich ist alles okay. Hier war niemand hat uns gestört. Es ist ein total friedlicher Ort. Da hinten ist das Wasser. Da gehen Leute spazieren.
wir gucken uns gleich mal um, aber erstmal trinken wir einen Kaffee. Wir sind jetzt übrigens nicht mehr auf der Peloponnes, sondern kurz vor Athen. Ja, Athen lässt uns irgendwie nicht in Ruhe oder nicht los, besser gesagt. Unsere Kamera macht nämlich Probleme, und zwar gibt es ja nur diesen einen Canon Store in ganz Griechenland. Ich glaube, da haben wir letztes Jahr schon mal drüber berichtet, weil den mussten wir auch letztes Jahr schon mal einmal aufsuchen. Ja, da wollen wir am Montag unsere Kamera einmal durchchecken lassen. Sind halt so Sachen, die braucht man echt nicht, aber hilft nichts. Deshalb am Montag ab nach Athen. Wir holen uns jetzt erstmal einen zweiten Kaffee. Das ist irgendwie so unser Morgenritual. Das hat sich irgendwie bei uns so eingebürgert. Sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Gut zu wissen, dass da kein Menschenleben gefährdet war zu dem Zeitpunkt. Also das Schiff, das lag hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, vor Rede. Also es wurde hier verzurrt, weil die Firma pleite gegangen ist und für einen neuen Käufer gesucht wurde. Hat dann plötzlich irgendwann immer weiter Schlagseite bekommen. Die Gründe wurden nicht aufgeklärt und dann irgendwann hat die Firma, die sich dann um diese Schiffe kümmert, die dann verkauft werden soll, das weiter hier rangezogen, um zu vermeiden, dass es dann irgendwie sinkt oder kippt oder weiterkippt. Ja, aber irgendwann hat es dann so viel Schlagseite gekriegt, dass es umgekippt ist und dann hier gesunken. Ob es dann irgendwann jemals irgendwie abgewrackt wird, das Wrack gehoben wird und verwertet wird, ist noch fraglich. Auf jeden Fall liegt da eine ganze Menge Metall. Und ich frage mich halt so, vorher war es ein Schiff, bevor es ganz gesunken ist und noch Schlagseite hatte, und jetzt ist es nur noch Schrott. Mega schräg hier. Wie haben wir denn hier übernachtet? Das ist sowas von schief. Also ich meine, ich sehe da hinten auch einen LKW.
aber übernachten kannst du hier vergessen. Nee, never ever. So ihr Lieben, wir haben jetzt doch hier ein Plätzchen gefunden. Einigermaßen gerade stehen wir an diesem super schiefen Parkplatz. Und da möchte ich mal eine Frage beantworten, die uns ab und zu immer wieder gestellt wird, auch im letzten Video, wie wir eigentlich unsere Stellplätze finden. Also diesen Parkplatz hier mitten in Athen, fußläufig zum Canon Shop, den haben wir über diese bekannten Park-Apps gefunden. Die nutzen wir auch sehr häufig. Ich glaube, jeder von euch nutzt sie mittlerweile. Ja, die zweite Möglichkeit, die wir viel nutzen, ist Google. Da schalten wir auf die Satellitenfunktion und dann schauen wir an unserer Route, die wir fahren wollen, zum Beispiel, wo gibt es irgendwelche freien Plätze, wo können wir uns hinstellen. So haben wir jetzt auch den vorherigen Stellplatz gefunden. Und dann natürlich auch, wenn wir auf Reisende treffen, tauschen wir uns aus und dann ja, markieren wir die schönen Plätze, die besonders toll finden, und da fahren wir auch hin. Also diese 3 Varianten, die nutzen wir eigentlich am häufigsten. Es gibt ja irgendwie immer gute und schlechte Tage, die man so hat, und heute ist mal irgendwie nicht so ein guter Tag. Der LKW macht mir echt Sorgen, also der Motor hört sich wirklich nicht gut an. Räuchert auch ziemlich stark. Manchmal denke ich halt so, naja, kriegen wir das jemals hin? Also, dass diese Probleme jetzt dann auch beseitigt werden. Also ich meine jetzt nicht, dass immer wieder neue Sachen kommen, sondern einfach, dass wir jetzt bei den Bremsen, dass das immer so eine ewigen langen Story sein müssen, bis das dann irgendwann endlich behoben ist. Und momentan habe ich echt so ein Gefühl, ja, das wird nichts. Naja, gut, es hilft nichts, den Kopf hängen zu lassen und jetzt erstmal gucken, was passiert in der Türkei. Wir sind ja schon am richtigen Ort. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Wir stehen in Kontakt mit Holger. Grüße an dich und an Manu an der Stelle. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns helft in der Türkei. Das ist eine mega große Hilfe. Und ja, und das ist schon so weit gediehen, dass wir jetzt auch wissen, schon in welche Werkstatt wir fahren, um zumindest einen Ansatzpunkt zu haben, da mal Leute drauf gucken zu lassen, was so deren Meinung dazu ist. Wir haben schon viel ausgetauscht an Informationen. Holger hat da auch ein paar Leute an der Hand, Mechaniker. Ich habe da auch schon die Bilder rüber, beziehungsweise die Videos rüber gesendet von dem Schaden im Zylinder. Und da war auch die einhellige Meinung, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ja. Von daher, da ist alles auf Go, alles auf Grün, läuft. Aber irgendwie, ja. Weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch, wenn man so lange immer wieder mit den gleichen Mist zu tun hat und das wird nicht besser, das frustriert einen dann irgendwann so sehr. Das ist dann echt schwer auszuhalten. Wollte ich einfach auch mal mitteilen. Guten Morgen aus Athen. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie unsere Nacht war, so mitten in Athen, mitten im Zentrum. Jetzt müssen wir noch 40 Minuten laufen bis zum Canon Shop. Es ist schön warm, wie man sieht, an unseren T-Shirts. Und wir sind heute extra früh aufgestanden, um ganz früh dort zu sein. Der macht um 9 Uhr auf. Wir sind ohne Frühstück gestartet und machen uns jetzt auf den Weg quer durch Athen. Gleich geschafft.
Was für ein Wahnsinn, ey. Was für ein Verkehr hier. Was für eine Betriebsamkeit in dieser Stadt. Da sind wir. Ja, wir konnten denen das Problem erklären. Ist ja immer so ein bisschen nicht so einfach, wenn beide nicht die Muttersprache sprechen, aber ich denke, es hat funktioniert. Ja, wir können die Kamera schon morgen wieder abholen. Sie werden das jetzt testen. Sie packen die Kamera auf den Testprüfstand, auf den Prüfstand. Sie packen das Objektiv auf den Prüfstand, gucken nochmal zusammen und am Ende, ja, das Problem, was wir haben, ist, dass wir auf den Aufnahmen halt einfach so einen leisen Ratterton haben vom Autofokus, den wir halt zum Film benötigen. Und Canon sagt, das Problem ist nicht bekannt. So, und wir versuchen jetzt irgendwie alles Mögliche, dass wir eine Bestätigung bekommen, dass da doch irgendwie ein Problem vorliegt, wenn sie es denn nicht beheben können. Also nicht hier beheben können. Muss ja dann irgendwie ein Softwareproblem sein, ne? So. Ja, ich hasse sowas, echt. Wir haben natürlich viele Rückmeldungen von euch bekommen aus dem letzten Video, das ist dann auch mega geil wieder. Zudem natürlich auch technische Fragen und natürlich die Frage danach, so wie ist es denn mit dem, wie war es so in Zuhause, wie war es in Deutschland? Das haben wir nicht vergessen, haben wir noch auf dem Zettel, aber im Moment überrollt uns das Ganze so sehr, dass wir gar nicht zum Reflektieren kommen. Naja, aber worauf ich eigentlich kommen wollte, ist das Druckluftset. Da hatte ich davon gesprochen, dass ich mir was zusammengestellt habe, um die Reifen ablassen zu können, in dem Fall, wenn wir dann mal wieder irgendwie in so eine Offroad-Phase kommen und mit niedrigerem Druck fahren, dass das einfacher wird, dann alle Reifen gleichzeitig abzulassen. Daraufhin haben einige nachgefragt und es kamen auch einige Bestellungen rein über unseren Amazon-Shop. Und von daher will ich da nochmal sagen, dass ich das Ganze nochmal aktualisiert habe, weil ich gesehen habe, dass nicht alles drin war. Zum Beispiel das Manometer war nicht drin, womit ich letztendlich das Ganze dann irgendwie steuere. Und auch ein Absperrhahn war nicht mit dabei, den man dann schon braucht, um das Ganze zu betreiben, dass einem da nicht die Luft flöten geht. Ja, also im Endeffekt ist es so, guckt da nochmal rein. Ich glaube, das lohnt sich, sich da nochmal so das anzugucken, welche Teile ich da drin habe. Ist dann in dem Bereich alles rund um Reifen, da findet ihr das ganz unten. Und ja, im Moment ist das halt so, dass man, wenn man dann einen Schlauch abzieht, natürlich so lange Luft rauskommt, auch aus allen anderen Reifen, bis man den Schlauch komplett getrennt hat vom dem ganzen System. Ich habe überlegt, ob man dann lieber ein Rückschlagventil nimmt, aber das macht keinen Sinn, weil ich würde diese Anlage eigentlich auch empfehlen, um den Reifendruck auch abzulassen und nicht nur aufzupumpen. Hatte ich das gesagt? Aufpumpen, zum Aufpumpen ist das, also nicht zum Ablassen. Aber damit man das beidseitig nutzen kann, also zum Ablassen und Aufpumpen, braucht man dann ein spezielles Manometer und da ist das Zauberwort Manometer mit sekundären Lüftung. An der Stelle nochmal danke an dich, Uli. Du hast es recherchiert und herausgefunden und ich ruhe mich gerade auf deinen Lorbeeren aus. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir sind wieder an einem bekannten Stellplatz zurückgefahren. Momentan ist es irgendwie so, dass dieser Ort unser sicherer Hafen in Griechenland ist. Also seit wir zurückgekommen sind aus Deutschland, können wir hier einfach Energie auftanken und ja, die Pläne für die Zukunft jetzt vorbereiten. Wir haben übrigens auch schon eine Strecke festgelegt, die wir fahren werden oder die wir nehmen werden, um in die Türkei zu kommen. Wir haben uns diesmal gegen den Landweg entschieden, den wir das letzte Mal ja gefahren sind. Wir wollen eine Werkstatt in Izmir erstmal ansteuern, die wurde uns genannt. Das ist erstmal unser erster Anlaufpunkt. Ob wir dann die Reparatur da machen werden oder nicht, das ist halt noch offen. Aber das ist jetzt erstmal unser erster Punkt, den wir anfahren werden.
Der Landweg, der würde 1500 Kilometer in Anspruch nehmen. Das wollen wir dem LKW nicht zumuten und unseren Nerven auch nicht. Deshalb haben wir uns für die Fähre entschieden. Wir werden in den nächsten Tagen die Fähre von Piräus nehmen, das ist nahe Athen, und dann auf die griechische Insel Chios fahren und dann von dort verschiffen nach Çeşme, um dann von Çeşme nach Izmir zu kommen. Kostentechnisch ist die Fähre etwas günstiger, als wenn man den Landweg nehmen würde, und vor allen Dingen halt auch der kürzere Weg, um den LKW so gut wie es geht zu schonen. Das war das Erste, was wir euch mitteilen wollten, wie es jetzt so die nächsten Tage, die nächsten Wochen weitergeht bei uns. Aber es gibt noch was anderes, was wir euch mitteilen wollen. Bestimmt habt ihr auch schon mitbekommen, dass am Anfang des Videos waren wir noch so voller Energie, so yeah, wir fahren jetzt in die Türkei und wir lassen da einen Motor reparieren und das wird ein krasses Abenteuer werden. Jetzt ist die Stimmung eher so frustrierend und naja, nicht mehr so richtig gut. Ja, und das hat vor allen Dingen einen Grund. Uns ist die Situation, in der wir jetzt halt stecken, erstmal so richtig bewusst geworden. Wir haben natürlich viel nachgedacht, viel recherchiert und wir haben jetzt ein viel klareres Bild, was uns jetzt eigentlich so die nächsten Tage und Wochen erwartet. Und eine Sache ist halt auch ganz klar geworden. Wir gehen halt jetzt an unsere finanziellen und vor allem auch gesundheitlichen Reserven. Die letzten 3 Jahre konnten wir das nur stemmen, weil ich alles selber gemacht habe. Es gab nur am Anfang einmal eine Werkstatt, das war Renault, da hatten wir den LKW abgegeben. Da haben wir richtig Kosten reingedrückt gekriegt und das hat uns eigentlich gar nichts gebracht. Aktuell sind wir an einem Punkt, das kriegen wir alleine nicht gelöst. Das heißt, wir brauchen fremde Unterstützung, wir brauchen die Hilfe von fähigen Mechanikern und von Werkstätten. Kostenmäßig wissen wir überhaupt noch nicht, was in der Türkei auf uns zukommt. Wir haben uns da schon mal so ein bisschen schlau gemacht und haben ein paar Preise erhalten. Und das ist wie so ein Blick in die Glaskugel. Wir haben Preise gekriegt von 100.000 bis 150.000 türkische Lire maximal, aber auch 200.000, also ab 200.000 türkische Lire und dann aufwärts. Und das sind dann schon 6.000 Euro. Etwas mehr als 6.000 Euro meine ich, wo es dann losgeht. Es besteht jetzt das Risiko, dass je nachdem, was uns in der Türkei kostentechnisch erwartet, dass wir tatsächlich in ein paar Wochen dann sagen müssen, wir müssen alles aufgeben, was wir uns bis hierher erarbeitet haben, was wir uns bis hierher aufgebaut haben. Und es besteht einfach ja die Möglichkeit, dass wir dann sagen müssen, das ist das Ende der Reise und unseres YouTube-Kanals. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die richtige Werkstatt für uns zu finden, zu der wir dann auch das Vertrauen haben und wo wir das auch preislich irgendwie stemmen können. Erstmal fahren wir nach Izmir, das hatten wir euch ja schon gezeigt, und wenn wir da halt nichts finden, müssen wir weiter gucken. Ich kann mir das ehrlich gesagt noch überhaupt nicht vorstellen, dass wir mit YouTube tatsächlich aufhören bzw. aufhören müssen. Was das wirklich bedeutet. Allein wenn ich das jetzt ausspreche, kann ich das überhaupt noch nicht glauben, und das wäre halt so schade, weil wir lieben es einfach, Videos zu machen. Wir lieben es einfach, euch zu inspirieren, euch Dinge zu zeigen, die noch niemand gezeigt hat. Und wir bekommen auch so ein geiles Feedback einfach von euch, dass wir schon so vielen Leuten auch geholfen haben, Entscheidungen zu treffen auf Grundlage von unseren Videos. Ja, ich wünschte, wir hätten so einen YouTube-Kanal, wie wir jetzt unseren aufgebaut haben, mit dem wir ja eigentlich alles dann nochmal zeigen, also wie sowas dann auch mal richtig in die Hose gehen kann, dass wir so einen Kanal vorher auch gehabt hätten, als wir damals uns umgeschaut haben und uns darauf vorbereitet haben auf das Ganze. Das hätte uns einiges erspart. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden in den nächsten Tagen die Fähre von Piräus nach Chios buchen. Dann werden wir bestimmt noch einige Zeit auf Chios ein bisschen verbringen, unsere Kräfte noch so zu sammeln. Und wir würden uns natürlich super darüber freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet, wenn es nämlich heißt, Reparatur in der Türkei. Kriegen die Türken das hin? Können die uns helfen? Vielen Dank, dass ihr dieses Mal auch eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt alle gesund da draußen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.